Hallo zusammen, liebe Be or Die Community. Ich darf heute eine großartige neue Serie von Be or Die starten, nämlich Be or Die meets Aldi Süd. Jeder von euch war wahrscheinlich schon mal in einem Aldi Süd oder wenn er in Norddeutschland wohnt, in einem Aldi Nord. Aber die wenigsten wissen wahrscheinlich, was bedeutet es im Datenumfeld bei Aldi Süd zu arbeiten oder perspektivisch, wenn ich da vielleicht mal anfangen möchte, gibt es da überhaupt irgendwelche Chancen? Und da haben wir uns überlegt, da wollen wir einfach mal ein bisschen Blick reinwerfen. Wir haben uns 3 Folgen für diese Serie überlegt und Simon Sinek bietet sich natürlich dann an, wenn man 3 Folgen hat. Also einmal das What zu beschreiben, das How und das Why. Und heute What We Do ist genau der Punkt, den ich mit dem großartigen Jochen Krömping besprechen darf. Du bist Director Global Data and Analytics, Data Office, Data Strategy und Data Governance. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Hallo Kai, mir geht's sehr gut. Danke für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's auch ziemlich gut und ich glaube, du hast wahrscheinlich den professionellsten Raum, den wir schon länger hier gesehen haben. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr geiles Statement von dir, würde ich sagen. Wie wohl fühlt es sich? Fühlt sich gut an. Also ich glaube, ich werde demnächst mal fragen, ob ich häufiger hier auch im Prinzip meinen Laptop mitnehmen darf und hier mir es richtig bequem machen darf. Fühlt sich gut an. Oder die nächste Serie, wenn wir noch mal eine machen, dann komme ich zu euch nach Mülheim und dann nehmen wir dort direkt auf, weil das wäre natürlich dann, setzen wir uns gegenüber, wäre dann noch die nächste Steigerung. Aber jetzt lassen wir erstmal diese Serie starten. Du bist der erste, große Verantwortung letztendlich. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch noch mal ein bisschen mehr von dir erfahren, jetzt über dein Titelchen sozusagen hinaus. Was bedeutet es für dich, bei Aldi Süd zu arbeiten? Was war deine Entscheidung dahinter? Und vielleicht noch mal ein bisschen mehr als deinen Titel. Was machst du den ganzen Tag so Schönes dort? Also zuerst einmal bin ich, glaube ich, sehr, sehr gerne in dieser Schublade Retail drin. Ich habe keines der Jahre oder auch keine Station wirklich bereut. Bin jetzt seit ja, rund 7,5 Jahren sehr, sehr glücklich bei Aldi Süd. Als Director jetzt seit gut 2 Jahren dafür verantwortlich für den Aufbau vom zentralen Data Office, sprich bitte nicht schaudern, für die Data Governance, für die Foundation sozusagen, für die Data, wie wir sicherstellen, dass unsere Use Cases auch am Ende compliant sind, für die Data Compliance, für Data Quality Prozesse, wie schaffen wir es im Grunde genommen auch, unsere Assets zu kennen, für den Data Catalog, für unser Data Asset Management. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also Aldi Süd ist ja auch in 11 Ländern aktiv. Das ist ein sehr, sehr internationales Arbeiten, sehr, sehr internationales Team hier auch in Mülheim an der Ruhr. Da macht es Spaß. Und ich muss auch echt sagen, die Jahre waren für mich persönlich auch immer irgendwo von ja, Verantwortung übernehmen. Man konnte sich zeigen, man konnte spannende Projekte voranbringen. Ja, und jetzt eben natürlich jüngst, wir wollen das Thema Data und Analytics größer denken, haben da quasi die nächste Reise ja, begonnen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, hier Teil vom Aufbau zu sein. Ja, dein Karrierepfad ist ja ziemlich beeindruckend. Alle großen Brands im Lebensmitteleinzelhandel gesehen, jetzt dann vor längerer Zeit bewusst für Aldi Süd entschieden. Magst du da auf die Entscheidung noch mal eingehen und natürlich auch noch mal sagen, was es besonders macht und vielleicht auch eine kleine Abgrenzung zu den anderen noch mal zu machen? Ja, also im Großen und Ganzen, glaube ich, hat natürlich alle ihre Stärken. Ich würde schon sagen, dass von der Unternehmensführung her sehr, sehr große Unterschiede sind. Eher von stärker geprägtem Headquarter-Gedanken bis hin zu, ja, der Kaufmann sitzt gleichzeitig auch mit im Aufsichtsrat, wo es sehr, sehr viel um Abstimmung geht, wo es einen sehr, sehr großen Servicegedanken geht. Und wir als Aldi Süd uns auch als Unternehmensgruppe verstehen. Sprich, ich würde sagen, so ein Zwischending vielleicht auch aus klassischem Headquarter und eben klarer Serviceabteilung. Sind eigenständige Länder mit eigenständigen CEOs. Und ich glaube, das macht das Arbeiten bei Aldi Süd irgendwo auch ein Stück weit besonders. Macht es natürlich auch teilweise anspruchsvoll. Aber es macht unheimlich viel Spaß, wenn man so mit sehr, sehr starken Ländern, ich glaube, jeder von den Zuhörern wird Aldi Süd in Deutschland kennen, aber ich meine, Aldi Süd gibt es nun mal auch in spannenden Ländern wie Italien, wie den USA, wie Australien oder eben China. Und da gibt es eben natürlich auch Unterschiede, auf die wir eingehen.
Ja, natürlich diesen globalen Charakter, den habe ich ja selbst persönlich auch kennengelernt. Ich habe ja auch in mein duales Studium gemacht, war damals auch, im Rahmen, des Studiums dann auch in Santa Barbara, habe da auch eine Kollegin von euch, eine damalige duale Studentin kennengelernt und habe da schon immer auch sehr, sehr neidisch rüber geschaut, was die so alles erzählt hat, was sie an Verantwortung schon hatte. Und deswegen kann ich es nur bestätigen, da diesen globalen Charakter von euch. Sonst ist natürlich, und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, der zentrale Hub für euch in Mülheim an der Ruhr. Und da habt ihr letztendlich so das Mandat bekommen, Data und Analytics global für Aldi Süd zu betreiben. Ohne jetzt, wie gesagt, auf die ganz, ganz konkreten Cases schon mal einzugehen. Aber kannst du vielleicht da nochmal einen Einblick geben? Wie arbeitet ihr zusammen? Was sind so die Prozesse? Welche Einblicke kannst du uns da einfach nochmal geben? Gerne. Ja, zunächst einmal, du hast angesprochen, wurde die strategische Entscheidung gefällt, letzten Endes eine Data Analytics Transformation zu starten, mit dem Aufbau des zentralen Hubs. Wir wollen hier wirklich was Großes aufbauen, wollen natürlich auch die Länder mitnehmen, wollen schauen, wie sieht das Operating Model am Ende des Tages aus, wie, ja, wo lohnt es sich auch, wo brauchen wir auch Spokes in der Zusammenarbeit. Wir starten mit einem Set von Use Cases, um, ich nenne es jetzt mal auch Werbung zu machen für die neue Einheit, für die Data Analytics Einheit, aber auch ein Stück weit, um zu zeigen, wir liefern Mehrwert, weil am Ende geht es eben darum, wir wollen skalierbare Analytics Products bauen. Wir wollen im Grunde genommen unser Business wirklich eben Mehrwert liefern. Und das ist, finde ich persönlich so bei Aldi Süd so schön greifbar, weil man kann im Prinzip die ganze Prozesskette einmal durchgehen, vom Einkauf, von der Logistik, von der Filiale, aber auch tatsächlich bis zum Real Estate-Bereich. Wo ist der beste Standort? Im Großen und Ganzen überall gibt es schon, ich sag mal, ein bisschen was von Reporting, ein bisschen was von Analytics. Das wollen wir jetzt noch weiter professionalisieren und eben auch globalisieren. In den Anfängen, was haben wir dabei gemacht? Wir haben uns natürlich auch in allen Ländern quasi wie eine Roadshow vorgestellt. Wir haben gezeigt, welches Set an Ideen haben wir, aber auch um gleichzeitig zu schauen, wie unterschiedlich sind die Länder. Weil auch da muss man sagen, Stichwort Reifegrad, ist jetzt nicht jedes Aldi Südland miteinander komplett zu 100% vergleichbar. Es gibt Länder, wo man sagen muss, da ist der Bereich BI schon immer von Natur aus sehr, sehr viel größer gewesen. Es gibt vielleicht andere Länder, da heißt man zwar vielleicht vom Titel her Data Scientist, aber man ist vielleicht noch gar kein echter Data Scientist. Und das ist unsere Rolle, zu schauen, wo sind interessante Use Cases auch national, um dann wiederum die letzten Endes mit zurück nach Mülheim an der Ruhr zu nehmen und eben auch zu entscheiden, hey, macht es nicht Sinn, dass wir diesen Use Case auch global betrachten? Und vielleicht ein Beispiel, wenn du wirst natürlich nach dieser Folge wahrscheinlich nur noch bei uns einkaufen wollen. Jeder kennt es irgendwo und hat, ich sag mal, einen Lieblingsjoghurt als Beispiel. Wenn es darum geht, dass eine bestimmte Sorte vielleicht aber immer ausverkauft ist. So, das ist, jetzt war ich schon ein paar Jahre im Handel, kann man sagen, ein sehr, sehr manueller Prozess. Wenn man Glück hat, geht diese Info irgendwo an den Store Manager. Der Store Manager gibt diese Information weiter. In der Zentrale gibt es dann noch eine Liste mit Änderungswünschen, bitte den Mix dieses Kartons ändern und mehr Vanillejoghurt beim nächsten Mal ausliefern. Das kann man aber auch anders lösen. Das kann man tatsächlich ja eben auch mit Daten lösen, das kann man untermauern. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel für einen Use Case bei Aldi, wie er eben sein könnte, oder eben auch im Retail-Bereich. Kundensegmentierung sind schöne Beispiele. Welches Kundensegment geht wirklich bei uns einkaufen, zu welchen Uhrzeiten, was sind Eckartikel, ja, wie verhält es sich, wenn ein bestimmtes Waschmittel jetzt nächste Woche in die Werbung geht, wenn es die Marke ist, wie verhält es sich dann mit unserer Eigenmarke, welche Cross-Effekte gibt es da? Und das finde ich so super spannend, dass es im Grunde genommen, egal über welchen Use Case man spricht, man kann ihn sich wirklich vorstellen. Selbst, sage ich mal, für jemanden von außen ist es super greifbar, super fassbar und wahrscheinlich dann auch da kreativ darauf rumzudenken. Jetzt noch mal zu dem Prozess, den du beschrieben hast und dieses, ich sage mal, wir gehen auf Roadshow. Jetzt kenne ich das auch von Unternehmen. Man muss dann sehr, sehr viel Werbung machen, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Nicht überall wird man mit offenen Armen empfangen, weil man sagt, man hat ja vielleicht auch gewisse lokale Interessen.
Wie habt ihr das geschafft, sag ich mal, da jetzt nicht nur betteln zu müssen, sondern dass es, wie gesagt, so im gemeinsamen Flow war? Oder habt ihr insgesamt einfach so dieses Aldi Süd-Mindset, wenn da jetzt die Jungs um den Jochen und Mädels kommen, dann fliegt es sowieso und wir liefern da jetzt nur einfach rein und dann wird es noch geiler? Oder was war da so ein bisschen die Voraussetzung, damit es dann auch wirklich so in diesen positiven Flow gekommen ist? Ja, also was uns sicherlich geholfen hat, ist, dass es eben diese strategische Entscheidung von unserem Senior Management gab, investieren zu wollen und den Bereich groß aufziehen zu wollen und das Ganze eben auch ja, vom Standort Mülheim an der Ruhr aus getrieben. Aber ich bin total bei dir. Am Ende muss man ja wirklich sagen, wenn man dann mit dem Business spricht, wenn man dann auch mit den nationalen Kolleginnen und Kollegen spricht, dann haben sie natürlich sehr viel Interesse, gewisse Dinge auch selber zu machen. Und ich glaube, da ist eben die Kunst, zu überzeugen, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen und gleichzeitig eben auch glaubhaft zu versichern, wir sind nicht diejenigen, die irgendetwas verhindern wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen euch mitnehmen, wir wollen auch eure Use-Case-Ideen hören und wir wollen am Ende auch gemeinsam priorisieren. Ich glaube, da kann man viel über Mitspracherecht eben steuern. Man kann sagen, es gibt einen globalen Backlog. Natürlich müssen irgendwo die Benefits auch dort mit reingehen, aber Mitspracherecht den Ländern zu geben und am Ende das Beste eben global für Aldi Süd dabei zu erreichen, das ist, glaube ich, der Spagat, wie man es dann am Ende auch schaffen kann, alle Stakeholder auf dieser Reise mitzunehmen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch das Spannende, wenn du in einer Organisation merkst, dass da alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist nicht überall sozusagen der Fall. Und das scheint mir bei euch einfach eben anders zu sein. Auch, sage ich mal, so diese Identifikation mit der Marke, auch in den Vorgesprächen, die ich schon hatte, war einfach irgendwie da sehr, sehr überzeugend, muss ich wirklich sagen. Von dem her, ja, muss man vielleicht natürlich seine Strategie haben, seinen klaren Weg haben. Da seid ihr, glaube ich, ja auch extrem gut aufgestellt. Und dann eben dieses einmalige Anschubsen und dann scheint das, denke ich, schon einen sehr, sehr positiven Lauf zu nehmen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Use Cases, du hast schon mal ein bisschen so angeteasert, diese Use Cases. Auch ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich habe eigentlich Aldi vom Gefühl her immer schon eine sehr, sehr datengetriebene Haltung unterstützt. Ich gesagt, wenn du so groß werden kannst, wenn du so standardisiert, zumindest von den Prozessen, die ich jetzt als Kunde wahrnehme, da muss da schon sehr, sehr viel einfach auch dahinter stellen. Das heißt, kannst du da nochmal so ein bisschen, sagen wir, wie datengetrieben oder Use Case getrieben jetzt auch solche, die Zusammenstellung der Werbung, was da jetzt nächste Woche kommt oder Cross-Selling hast du auch schon angesprochen oder wenn jetzt tatsächlich mal irgendwas ausgelistet werden soll, was passiert denn da alles so vorher, warum wird es, kannst du da nochmal so ein paar Insights geben? Gern. Also ich würde dir erstmal recht geben, auch Aldi Süd ist sehr, sehr strukturiert. Natürlich haben wir schon Prozesse. Aldi Süd gibt es schon seit Jahrzehnten. Es gibt sehr, sehr viel Erfahrung auch in den Märkten. Aber trotzdem sind wir in einer großen Business- und IT-Transformation. Und das nicht nur im Analytics-Bereich. Im Großen und Ganzen, Aldi Süd ist in einer so großen Transformation. Sämtliche Business-Prozesse und IT-Systeme werden ausgetauscht. Und die Bedeutung an Daten ist eben eine ganz andere als eben noch vor ein paar Jahren. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Was man vielleicht früher noch in der Bestellung mit Erfahrung machen konnte, wo man sagen konnte, oh ja, hier gibt es eine erfahrene Store-Managerin oder einen erfahrenen Store-Manager. Das ist per se nicht falsch, aber man kann eben mit Daten, mit Bestellvorschlägen das Ganze eben nochmal untermauern und wirklich auch nochmal ein Stück weit professionalisieren und auf ein ganz anderes Level heben. Und ich glaube schon, dass wir da auch nach wie vor noch Potenzial haben. Jetzt ist AI ein riesen Buzzword. Ich glaube, es gibt noch so viele Potenziale, wenn eben die Basis stimmt. Und das ist ja auch quasi mein Haus- und Hofgeschäft. Wenn eben die Data Foundation auch wichtig ist, dann kann man eben das schönste Dashboard der Welt nutzen. Dann macht es Spaß, dieses Reporting zu nutzen. Dann macht es Spaß, einen analytischen Use Case zu haben. Und dann macht es eben auch Spaß, vielleicht irgendwo in Richtung AI zu denken. Um auf das Beispiel zurückzugehen, ich glaube trotzdem nochmal, dass von der Ideenfindung her es national Unterschiede geben kann im Prozess. Das Ganze wird durch diese Business- und IT-Transformation auch ein Stück weit nochmal neu standardisiert. Und wir als Data Analytics Einheit im Grunde genommen auch nochmal einen neuen Standard mit reinbringen wollen. Wir wollen sagen, hey, das ist die Benchmark, das Land macht es in unseren Augen am effektivsten, schau es dir doch nochmal bitte an. Da sind auf jeden Fall noch Mehrwerte drin. Und ich glaube, mit dieser Mehrwertbetrachtung
kommt eben am Ende natürlich für unseren Endkunden was super Gutes bei raus. Da kommt für uns natürlich als Unternehmen auch was Gutes raus. Und da liegen definitiv noch Potenziale. Ganz gleich, ob man vorher schon irgendwo ein Excel-Reporting hatte, irgendwas von datengetriebenen, ich sag mal, Entscheidungsgrundlagen vorher schon hatte, da sind auf jeden Fall bei uns noch Potenziale. Und wenn du jetzt nochmal, du hast so ein bisschen ja die Grundlagen angesprochen, die vielleicht nicht immer jeder so gerne sehen möchte. Jeder positioniert sich da am liebsten mit fancy AI-Use-Cases jetzt mal in einer Extremform und sagt so, hey, guck mal, was wir da jetzt alles Tolles herausgefunden haben und deswegen gibt es jetzt die Messi-Schokolade nicht mehr oder doch wieder oder woanders, keine Ahnung. Kannst du da trotzdem nochmal sagen, was für dich einfach auch entscheidend ist an den Grundlagen, was ihr da letztendlich auch schon geschaffen habt, sofern du da eben in diesem ja doch extrem wachsenden und bewegenden System da überhaupt auch jetzt ganz, ganz konkret was dazu sagen kannst, aber trotzdem, was für dich so wichtige Grundlagen, an denen ihr gearbeitet habt, damit ihr dann auch diese ganzen jetzt fancy Analysen in Anführungsstrichen darauf aufsetzen könnt. Ja, also wir im Grunde genommen unsere Data Governance Reise begonnen haben, muss man sich, glaube ich, immer als Unternehmen fragen, was ist der Haupttreiber? Weswegen möchte ich das Ganze überhaupt machen? Und nur der Governance wegen, nur um eine Richtlinie rauszubringen, das wird scheitern. Und wie gewinne ich im Prinzip auch die Stakeholder dafür? Bei uns, ich hatte die Business- und IT-Transformation angesprochen, waren das ganz klar operative Beweggründe, die im Vordergrund waren, weil das Thema Datenqualität, das kann man spürbar machen, also eher defensiv gedacht. Man kann Beispiele dafür finden, dass eben in der und der Filiale vielleicht nur ein Karton anstatt einer ganzen Palette ausgeliefert wurde, um vielleicht mal ein ganz plastisches Beispiel zu nennen. Und das tut eben dann auch weh. Mit so einem Beispiel hat man Aufmerksamkeit, wenn man zum einen sagen kann, wir wollen operativ Datenqualität verbessern, wir wollen aber dann auch Datenqualität für unser eher strategisches Reporting verbessern und dann eben im nächsten Schritt eben auch für analytische Use Cases. Es ist im Grunde genommen in allen Disziplinen unerlässlich, Datenqualität zu verbessern. Ich glaube, das ist uns gelungen, diese Botschaft erstmal zu senden, um dann Klarheit zu haben. Kenne deine Assets, wem gehören die Assets, und nur zu wissen, wem sie gehören, hilft alleine nicht. Welche Businessregeln liegen überhaupt auf den Assets, was soll geprüft werden, Transparenz, wir haben einen Datenkatalog eingeführt, wie können wir es schaffen, eben, dass Daten schneller gefunden werden können. Ich habe mich immer auf so ein Beispiel gefreut. Ich wollte eines Tages einen Anruf kriegen vom Data Scientist, der sagt, hey, durch den Datenkatalog können wir die Daten schneller finden und da sind wir jetzt, natürlich würde ich sagen, auch noch nicht bei 100%, aber wir haben da erste große Schritte machen können. Und das ist schön zu sehen, dass aus so einem Push-Mode irgendwann dann eben eher ein Pull-Mode wird und die Data Stewards tatsächlich angefragt werden, dass sie mit in die Use-Case-Squads im Prinzip angefragt werden, zu sagen, hey, bitte helf uns direkt schon unsere Datenqualitätsanforderungen für den Use Case XYZ zu definieren. Kannst du uns bitte auch helfen? Wo finde ich die Daten? Wo ist die passende Dokumentation im Datenkatalog dazu? Und ich glaube, das ist schön zu sehen, dass man eben wirklich dann auch sieht, dass ein Rad in das andere greift. Obwohl man ja erstmal, wie du sagtest, so Data Governance, jetzt vielleicht nicht das sexyste Thema aller Zeiten, aber einfach die entscheidende Grundlage, damit dann sozusagen die verschiedenen Rollen eben auch ineinander greifen können, dass es dann wirklich auch ausgespielt werden kann. Du hast auch die verschiedenen Disziplinen natürlich angesprochen, die davon profitieren. Es ist eben nicht nur in Anführungsstrichen die fancy Sachen, sondern natürlich auch die rudimentären Basics, die aber genauso eben auch dazugehören, die du genauso eben auch für den Erfolg, für den Mehrwert innerhalb der Organisation brauchst und dass das natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ein ongoing Process ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar und wäre jetzt auch total komisch, wenn du sagst, hey, wir sind da schon überall bei 100%, alles super, alles geil, aber ich glaube, das zeichnet euch ja auch aus, dass ihr da auch, sag ich mal, diese ehrliche Grundhaltung jetzt auch hier im Rahmen von dem Podcast an den Tag legt und sagt, hey, und man kann natürlich da auch noch, wenn man jetzt als Neuer vielleicht mal dazu kommt, natürlich auch noch sehr, sehr viel Sachen reinwerfen und Ideen und so weiter, also da ja auch noch Weiterentwicklung betreiben und das ist, glaube ich, natürlich einfach so ein Umfeld, was da kompetitiv ist, aber natürlich auch viele Möglichkeiten der eigenen Gestaltung einfach auch lässt. Absolut. Und ich meine, fertig werden wir nie sein. Also ich glaube, da muss man einfach auch ehrlich zu sich selbst sein. Es kann immer eine Art von kontinuierlicher Verbesserung geben. Es kommen immer wieder neue Datenquellen dazu.
Das ist, finde ich, auch das Spannende daran. Es ist ein bisschen, ich sag mal, schade fast, dass Data Governance quasi als fast schon so negativ behaftet ist, muss man sagen. Ich finde, man kann nur versuchen, das Thema ein bisschen mehr sexy klingen zu lassen, ein bisschen weniger trocken versuchen können zu verkaufen, weil ich möchte am Ende nicht, dass Data Governance quasi mit der Polizei in Verbindung gebracht wird, die nur Knöllchen verteilt und im Grunde genommen Dinge verhindert, weil ich glaube, das ist das falsche Bild. Ich glaube, wenn man Data Governance eher als Serviceeinheit versteht, zu sagen, hey, wir sind dein Freund und Helfer, um bei der Polizei zu bleiben, wir wollen, dass Dinge besser werden. Ich glaube, dann macht es am Ende auch Spaß und dann hat es nicht eben diesen Governance-Aspekt, den ich daran persönlich irgendwo ein bisschen schade finde. Aber ich sage mal, das hast du ja auch mit dem kleinen Beispiel ja auch gezeigt, wo dann der Data Scientist auf dich zukommt und sich mehr oder weniger bedankt oder sagt: „Hey, wo kann ich da noch mehr?“ Also, da sind ja einfach auch schon, gewisse, sage ich mal, Use Cases oder Stories, die du da hast, die das ja eigentlich genau belegen. Also, diese positive Betrachtungsweise von Data Governance, was es bedeuten kann, was man damit dann auch eben erreichen kann. Und ich glaube, dass man eben genau da eben drauf aufsetzen muss. Natürlich muss man sich um die anderen Aufgaben eben logischerweise auch alle kümmern, aber das ist natürlich auch so dieses Big Picture, sagen, hey, wie geil ist es denn bitte, wenn du dann an so einem Punkt, wo du das ja dann auch wirklich so 1:1 spürst vom Team, wenn ihr dann eben diese globalen Use Cases bearbeitet. Und da hast du jetzt ja auch schon einige Rollen mal genannt. Du hast den Data Scientisten genannt, du hast den Data Steward genannt. Magst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ich mir so die Zusammenarbeit an so einem globalen Use Case vorstellen kann, welche Rollen da so involviert sind, wie das so alles ineinander greift? Da noch mal ein paar Insights. Ja, gerne. Also letzten Endes, was wir wollen in Use Case Squads denken. Was heißt das? Im Grunde genommen wollen wir eine Ende-zu-Ende-Verantwortung, einen DevOps-Gedanken für den eigentlichen Use Case haben. Das, was entwickelt wird, wird eben quasi dort auch betrieben. Wir haben einen Product Owner, wir haben den Frontend-Entwickler, wir haben den Data Scientist, wir haben die Engineers, wir haben den Data Steward mit im Team und das ist, würde ich sagen, unser Set, wie wir glauben, dass ein Use Case Squad arbeiten kann. Ist sicherlich auch noch nicht in Stein gemeißelt, dass das vielleicht auch noch hier und da vom Setup her vielleicht auch noch mal nachjustiert werden muss. Aber so haben wir eben begonnen und so machen wir gerade gute Erfahrungen, dass wir wirklich eben sicherstellen, wir haben alle Disziplinen, die man braucht, um einen erfolgreichen Use Case zu bauen, in einem Squad. Die Länder haben wir idealerweise schon vorher mitgenommen. Das, was ich vorher angesprochen hatte mit, wie sieht eigentlich unser Use-Case-Portfolio aus, welche Prioritäten haben wir, sprich, wenn der Squad wirklich mit der Arbeit anfängt, dann ist eigentlich klar, wir wollen das machen. Wir haben jetzt auch Buy-in, um das Ganze für die USA, für Österreich oder für irgendein anderes Land auch wirklich durchzuführen. Sehr gut. Das heißt, du hast ja jetzt so ein bisschen diese menschliche Komponente ja angesprochen. Ihr habt ja auch den Weg, diese Journey, die ihr gestanden habt, so sage ich mal, die Strategie, die Methodiken, dafür entwickelt. Jetzt, wie kann ich es mir denn vorstellen, wenn ich tatsächlich jetzt irgendeine Stellenausschreibung in diesen genannten Rollen, die du da jetzt ja auch beschrieben hast, würde ich mich jetzt darauf bewerben, würde die Stelle dann auch bekommen? Darf ich da dann von Anfang an direkt mitspielen oder wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt als Newbie bei dir sozusagen in der Bubble einsteigen würde? Also erstmal kannst du es dir natürlich großartig vorstellen, bei uns zu Natürlich, arbeiten. natürlich. Deshalb kann ich dafür nur Werbung machen. Das ist natürlich die spannendste Reise überhaupt, um das direkt mal klarzustellen. Ich denke, wir haben einen sehr, sehr strukturierten grundsätzlichen Einarbeitungsplan. Die erste Woche beispielsweise hier am internationalen Standort lernt man sämtliche Bereiche kennen, auch sämtliche IT-Bereiche. Und die zweite Woche ist nochmal dediziert nur für den Global Data and Analytics Bereich, wo wirklich sämtliche Bereiche sich vorstellen, wo man eben auch zeigt, das ist unser Operating Model, das sind die ersten Use Cases, an denen wir arbeiten, das ist unser Data Governance Modell, so wird übrigens Datenqualität bei uns gemessen und so weiter und so fort. Also der Teil ist sehr, sehr strukturiert, um dann in dem eigentlichen Use Case mitzuarbeiten, um dann ab einer gewissen Größe, wenn wir das Team gestafft haben, eher in eine Zellteilung überzugehen, wo wir sagen, wir machen danach lieber nochmal einen neuen Use Case Squad auf,
um dann letzten Endes auch Erfahrung mit rüber zu transferieren, nicht bei Null anzufangen und eben so sicherzustellen, dass die Erfahrungen aus dem ersten Squad direkt mit übertragen werden. Und das ist jetzt, ich sag mal, sehr, sehr stark aus Use-Case-Sicht getrieben. Wenn man natürlich rein, ich sag mal, für die Plattform, unterliegende Plattform verantwortlich ist, dann ist es ein bisschen ein Stück weit anders. Wenn man als Governance-Analyst startet, dann ist es sicherlich auch ein Stück weit anders von der Einarbeitung her. Aber so kann man sich zumindest den Start für die Use-Cases vorstellen. Und was ja natürlich auch spannend sein kann, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie viel du jetzt sagen kannst und möchtest, aber neben dem ganzen Weg, den wir beschrieben haben, neben den Prozessen, neben den Personen, neben dem Zusammenspiel von Persönlichkeiten, ist natürlich im Datenumfeld ja auch eine gewisse Technologie ganz spannend, oder in dem Sinne zu wissen, mit was ihr da zusammenarbeitet oder was da so eure strategischen Player sind. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, also ich glaube, der wichtigste Faktor ist für mich auch nach wie vor der Mensch, um das vielleicht auch nochmal zu beantworten. Ich glaube, das am Ende macht auch Spaß aus, das bringt Data Governance zum Leben, das bringt auch die Use Cases quasi ins Business. Also am Ende steht und fällt es letzten Endes mit den People sozusagen. Ansonsten zum Tech-Stack, wir haben letzten Endes einen Data Lake, den wir eingeführt haben, wir haben einen Datenkatalog, den wir eingeführt haben und alles State-of-the-Art Technology, wenn man so will. Also ich glaube, jeder, der bis hierhin Interesse hat an Aldi Süd, darf sich sehr, sehr gerne bewerben. Da möchte ich nur Werbung für machen. Man wird hier ein sehr, sehr modernes Setup vorfinden, State-of-the-Art Technology, und da macht es sehr, sehr viel Spaß, auch mitzuarbeiten. Und wir sind auch, ich würde sagen, auch noch in ein paar Jahren hungrig und willig investieren zu wollen, weil wir das Thema eben mit voller Überzeugung auch groß denken wollen. Und ich glaube, du hast einen ganz, ganz entscheidenden Punkt angesagt. Also auch wir von BioDie sagen das ja immer und immer wieder, und es ist auch so wichtig, dass es auch so große Player wie jetzt ein Aldi Süd auch wieder so ganz klar rausstellt. Und teilweise sind es ja auch Produkthersteller, die das immer wieder betonen und sagen, naja, es ist nicht entscheidend, welche Technologie du hast. Natürlich, du musst die bestmöglichste und die State-of-the-Art-Technologie haben, aber oftmals, ob das jetzt A oder B ist dann gar nicht so entscheidend. Das ist einfach nur das Entscheidende, das Team, die Organisation, dieses Ökosystem, was du hast, das dann eben bestmöglich mit der Technologie zusammenspielt. Aber letztendlich hat Wettbewerber A, B, C, X, Y, Z, die haben wahrscheinlich ähnliche Technologien, wenn nicht sogar die gleichen an der einen oder anderen Stelle. Aber was es letztendlich dann eben ausmacht, ist das Team, es ist der Spirit, es ist das Mindset, es ist die Strategie. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viele Dinge jetzt einfach auch schon von dir hören dürfen und reinschnuppern dürfen, wo ich einfach sehr, sehr dankbar bin, dass du uns diese Insights gewährt hast. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, für deine Insights. Und eigentlich da auch wieder so ein, in Anführungsstrichen doch versuchen, trockenes Thema sehr, sehr spannend zu machen, sehr auch persönlich aufzuladen. Und deswegen einfach schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und wie es jede Tradition so ist bei unserem Podcast Be I or Die, hast du natürlich auch das allerletzte Wort. Ich freue mich natürlich. Ich habe gesagt, wir haben heute über das What wie du gesprochen. Es kommt natürlich auch noch das How oder das Why dazu. Da habe ich natürlich auch nochmal großartige Kolleginnen und Kollegen von dir am Start. Das wird auch toll. Und aber vielleicht jetzt einfach nochmal von meiner Seite schon mal Tschüss. Du hast die letzten Worte, darfst du mal tun lassen, was du möchtest. Gerne vielleicht auch konkrete Jobs oder irgendwas, was du da jetzt so im Auge hast, was du vielleicht nochmal hochhalten möchtest. Mach das sehr, sehr gerne. Und oder vielleicht auch persönlich noch, was du dir von den weiteren Folgen erhoffst. In dem Sinne nochmal deine Bühne ganz zum Schluss und vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ganz, ganz lieben Dank, Kai. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Im Großen und Ganzen, ich hoffe, dass es auch den Zuhörern Spaß gemacht hat. An alle, die letzten Endes bis hierhin drangeblieben sind, auch nochmal ein Aufruf. Wir haben hier eine super spannende Reise gestartet bei Aldi Süd. Wir wollen wachsen. An alle Frontend-Entwickler, an alle Data Stewards, an Data Scientists, Data Governance Analysten. Wir suchen in allen Bereichen. Den Link zu unseren offenen Stellen werden wir in die Shownotes mitpacken. Da freue ich mich auf Bewerbungen. Ansonsten stehe ich auch gerne für Vernetzung oder auch für Fragen gerne per LinkedIn zur Verfügung.
Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. In der nächsten Folge wird unsere Geschäftsführerin Raffaela zeigen, mit wie viel Leidenschaft sie auch für das Thema brennt, mit wie viel Leidenschaft sie dabei ist. Da wünsche ich auch schon mal viel, viel Spaß. Perfekt. Bis dann. Ciao, ciao.